Geheime Nazi-U-Boote unter einem Parkplatz? Ein Geheimnis aus dem Zweiten Weltkrieg liegt unter einem Parkplatz in Hamburg. Niemand der Menschen, die diesen Parkplatz betreten, ahnen, dass nur wenige Meter unter ihnen das einst modernste U-Boot der Welt begraben liegt. Doch warum liegen deutsche U-Boote des Dritten Reiches bis heute im Sand und rosten vor sich hin? Mir liegen Filmaufnahmen vor, die uns einen Einblick in das Innere des Bunkers verschaffen. In diesem Video werdet ihr das Geheimnis von Hamburg erfahren. In der Hansestadt Hamburg liegen bis heute deutsche Weltkriegs-U-Boote unter Sand begraben. Einst die modernsten und gefürchtetsten Waffen ihrer Zeit, heute vergessen und überbaut. Im Zweiten Weltkrieg ließen die Nationalsozialisten den U-Boot Typ 21 unter anderem von den Hamburger Howaldswerken fertigen. Da das Dritte Reich und seine Städte Ziel heftiger Bombardierungen durch die Alliierten wurden, mussten die verwundbaren U-Boote beim Bau und Instandsetzung durch massive Bunker geschützt werden. So auch in Hamburg. Im damaligen Vulkanhafen wurde von 1940 bis 1941 der U-Boot-Bunker Elbe II errichtet. Der Bau stellte sich schwierig dar und die Ingenieure mussten ihr Können unter Beweis stellen und schafften es auch, wie sich im Laufe des Krieges rausstellen sollte. Der Boden ist in diesem Teil Hamburg sehr nachgiebig, da er aus Schwemmsand besteht. Es wurden 2500 Flöcke in den Grund getrieben, um ein Fundament errichten zu können. Es wurde mit Hilfe von riesigen Senkkästen, die unter Überdruck standen, ermöglicht, den Grund Stück für Stück abzutragen. Alleine die Decke des Bunkers maß 3 Meter Dicke. Zur Tarnung wurde auf dem Dach Büroräume errichtet. Der Bunker bot Platz für bis zu 12 U-Boote. 1944 wurde der Bunker stark bombardiert, doch es schaffte keine Bombe, die Decke zu durchdringen. Im Frühjahr 1945 setzten die alliierten Bomberstaffeln die überschwere Bombe namens Tallboy, zu Deutsch großer Junge, ein. Diese Bombe wog unvorstellbare 5,4 Tonnen, wovon 2,4 Tonnen aus hochexplosivem Sprengstoff bestanden. The big bombs dropped toward land at 750 miles an hour. Burrowing into the ground and spreading shock waves that destroyed everything nearby. 5 days later, the Royal Air Force raided the V3 cannon installation at Mimoyek. Historian Roland Hautefeuille describes the precision bombing that ended the V3 threat. The bombs fell on the Diese Bombe schaffte es, das Dach des Bunkers zu durchdringen und zu destabilisieren. Ein weiterer Bombenangriff verursachte schwere Schäden an den Toren des Bunkers. Doch konnte der Bunker weiterhin genutzt werden. Erst als im Mai 1945 die Briten auf Hamburg vorrückten, musste der Bunker schließlich aufgegeben werden. 3 der modernsten U-Boote ihrer Zeit lagen mit ihren Besatzungen in dem Bunker. Die Besatzung entschlossen sich, die U-Boote selbst zu versenken, damit diese Waffe dem Gegner nicht in die Hände fällt. U-3004, U-2505 und U-3506 wurden in dem Bunker und U-2501 vor dem Bunker durch Öffnen der Flutventile versenkt. Diese Boote kamen alle aus dem Hause Blom und Voss aus Hamburg. Zunächst interessierten die Briten sich nicht für diese modernen Waffen. Dann setzte aber das Interesse ein. Die Briten ließen das vor dem Bunker versenkte U-2501 heben. Man versuchte, das U-Boot auszuschlachten, baute Geräte ab, danach wurde das Boot verschrottet. Die im Bunker befindlichen 3 U-Boote wurden ebenfalls ausgeschlachtet. Ihre Hüllen verblieben jedoch im Bunker. Im November 1945 beschloss die britische Besatzung, den Bunker durch Pioniere zu sprengen. Doch schafften es die Pioniere nicht, die Bunker vollständig zu zerstören. Lediglich das Dach stürzte ein und begrub U-3506 unter sich. Der Rest des Bunkers blieb mehr oder weniger intakt. Bis 1995 sollte der Bunker in seinem gesprengten Zustand mitsamt seinen einst so stolzen Booten Wind und Wetter trotzen. Bei Niedrigwasser, die Marke von Flut und Ebbe beträgt im dortigen Bereich der Elbe fast 4 Meter, konnte man die mächtigen Waffen sehen und es war möglich, den Bunker zu betreten und die U-Boote aus der Nähe zu betrachten. Es gibt Bilder aus dem Inneren des Bunkers, da Interessierte es sich zur Aufgabe gemacht haben,
die U-Boote und ihren schützenden Bunker zu dokumentieren und der Nachwelt zu erhalten. Werfen wir zunächst einen Blick auf die mir zugespielten Filmaufnahmen. Der Urheber dieser Aufnahmen ist nicht bekannt. Ende 1995 war das Schicksal des Bunkers mitsamt seiner U-Boote besiegelt. Man verfüllte die Senkkästen mit Sand, begrub die U-Boote damit und sprengte den Koloss erneut. Doch auch hier machten die einzigen Ingenieure den Sprengmeistern einen Strich durch die Rechnung. Die Zerstörung des massiven Stahlbetonkoloss erreichte nicht annähernd das gewünschte Ergebnis. Die Decke stürzte zwar weiter ein, doch blieb sie stabil und die Wände blieben einfach stehen. Der Koloss thronte immer noch andächtig im trüben Elbwasser. Erst weitere Sprengungen und mechanischer Aufwand brachte den Bunker, der einst der Stolz der deutschen Marine war, zu Fall. Die U-Boote fanden unter Tonnen von Stahlbeton ihre letzte Ruhestätte. Auf den Trümmern des Bunkers wurde Erdreich gekippt und der gesamte Vulkanhafen verfüllt und geebnet. Jetzt erinnert nichts mehr an den einstigen Koloss. Heute ist dieser Ort ein Parkplatz und Teil des Containerterminals. Tausende Menschen betreten diesen Ort, parken ihre Fahrzeuge dort, aber ahnen nicht, dass unter ihren Füßen U-Boote liegen, die einst eine Revolution im U-Boot-Bau einleiteten und die modernsten U-Boote der Welt waren.
Ein wahrlich schlimmes Schicksal für eine stolze und fortschrittliche Waffe, die übrigens nie in den Krieg eingreifen konnte. Vielmehr retteten diese U-Boote deutsche Flüchtlinge aus den Ostgebieten. Die Kommandanten der U-Boote riskierten standrechtlich erschossen zu werden, da es streng verboten war, Zivilisten an Bord einer geheimen Waffe zu nehmen. Das hinderte sie aber nicht daran, Frauen und Kinder aus Danzig zu evakuieren. Es bleibt abzuwarten, ob irgendwann jemand auf die Idee kommt, die U-Boote zu bergen, um sie als Museum nutzen zu können. Bis dahin liegen U-2505, U-3004 und U-3506 in einem Dornröschenschlaf und warten nur darauf, von künftigen Archäologen in unbestimmter Zukunft entdeckt zu werden, um dann darüber zu rätseln, was sie dort entdeckt haben. Ein Teil der deutschen Geschichte wurde so aus dem Hamburger Landschaftsbild entfernt und machte lange nach dem Krieg der Moderne Platz. Es geht spannend weiter, auf einer Reise durch unsere Geschichte. Sie zu bewahren und zu erzählen ist unser aller Pflicht. Halten wir die Geschichte lebendig, so halten wir die Opfer ebenfalls lebendig. Denn ohne Vergangenheit keine Zukunft.